Heute in meiner Anleitung zeige ich dir mal wieder eine Verpackung. Und zwar wollte ich einen Pudding verpacken, diesen Tassenpudding Seelenwärmer, und habe eine schnelle Verpackung und eine etwas aufwendigere Verpackung für dich. Das gleiche Prinzip. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und in meiner Reihe Ein Stempelset 5 Ideen sind wir bei der zweiten Idee angelangt. Nachdem wir diese Treppenkarte letztens zusammengebastelt haben, ist heute mal eine Verpackung dran. Ja, und da habe ich erstmal eine gestaltet, die ist ein bisschen schneller. Zwar so geht das. Kennst du ja wahrscheinlich diese Puddings, ne? Einmal, wie geht das? In die Tasse, heißes kochendes Wasser, das Pulver, einmal rühren und genießen. Jo, das war die schnelle Verpackung und die schnelle Anleitung für den Pudding. Und jetzt kommt die etwas aufwendigere. Und das ist diese hier. Die hat draußen praktisch noch ein aufwendiger gestaltetes, gestempeltes und koloriertes Motiv. Und drinnen geht das ein bisschen weiter. Hier kommt Platz für den Gruß. Hattest du dort aber auch. Aber hier ist praktisch innen auch noch gestaltet. Ganz einfach. Es gibt natürlich 20 Formen, 1000 Formen, 3 Formen, 5 Formen. Ich habe selber auch schon 3 in meinem Schrank hier drüben drin, aber mit keiner war ich so zufrieden. Und diesmal dachte ich, egal, die ist es heute. Ich hoffe, sie gefällt dir und du kannst sie ja abwandeln und variieren. Ja, wie geht das und was ist mit meiner Reihe? Ein Stempelset 5 Ideen. Ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr jeden Monat ein Stempelset besonders in den Fokus zu rücken. Das ist diesmal am Horizont. Und damit verschiedene Ideen zu zeigen. Karte, Verpackung, Mini-Album, Seite für mein Jahresbuch. Ganz verschieden. Heute also die Verpackung. Ich mache hier mal ein bisschen Platz und räume dann auf die Arbeitsfläche, was wir brauchen. Wir brauchen ein Stück Farbkarton. Ich habe genommen in Anthrazitgrau in 9 x 29,7 cm. Also dieses Element bekommst du zweimal aus einem A4-Blatt. Außerdem aus einem Farbkarton in Grundweiß. Ich habe da wieder den extra starken genommen. Ein Stück in 17,5 x 14,5 cm. Auch hier bekommst du praktisch 2 Blatt raus. Ja, und wenn du dann, also 2 Verpackungen im Ganzen, so ist es richtig. Dann für innen habe ich nochmal ein Stück in 8,5 x 8,5 cm. Und je nachdem, wie du das handhaben möchtest, kannst du ja hier innen eine Mattung auflegen. Die habe ich in wieder Anthrazitgrau genommen und dann in diesem Fall bin ich auf 8,5 x 17 cm und dann nochmal ein grundweißes zum Bestempeln in, ja, jetzt muss ich rechnen, 16,5 x 8 cm. Oder du nimmst es komplett, wie ich das heute machen werde. Da werde ich die Innenseite komplett in der gleichen Größe wie außen machen und dann ist sie praktisch 9 x 17,5 cm. Werde ich gegensetzen. Warum? Wenn ich mit den Stampin' Blends koloriere, dann drücken die durch, egal wie dick das Papier ist, und das möchte ich ja nicht sehen. Ich habe mir noch ein paar Elemente ausgestanzt. Lege ich schon mal hier hin, mal sehen, was ich verwende. Hier wäre auch meine Tüte mit den Bergen. War alles noch vom letzten Projekt übrig. Und dann habe ich gestempelt, entspann dich und genieß den Tag. Und das wollte ich nicht einfach so verwenden, siehst du ja hier, sondern ich habe es praktisch für 2 Elemente zweimal gestempelt und ausgeschnitten und dann zweifarbig aufgesetzt. Und das werde ich heute auch ähnlich machen. Ähnlich mit meinem Schild hier unten. Finde ich eigentlich ganz witzig. Vielleicht mal noch ein bisschen weniger auf die Seite. Das wird sich jetzt zwischendurch zeigen. Jetzt kommt der Papierschneider, mit dem wir auch falzen können. Und damit werden wir loslegen. Wir nehmen das Stück Farbkarton in Grundweiß, eine Falzlinie bei 9 cm und eine zweite bei 10 cm. Das lange Stück Farbkarton in 29,7 mal 9 cm falzen wir bei 9 cm, bei 10 cm, bei 27,5, weil ich will, dass mein Pudding da drin gut Platz hat, und bei 28,5. So, fertig. Dann brauchen wir noch ein Band. Das müssen wir irgendwie integrieren und nicht vergessen. Manchmal ist ja ganz gut, das macht man zum Anfang, aber wir machen das nachher, sobald wir die Vorderseite fertig gestaltet haben.
Ja, hier bei dieser Verpackung siehst du, habe ich oben ein Fenster reingestaltet. Hier, das habe ich ausgestanzt mit dieser Stanzform aus dem Set, mit den Horizonten. Da ist es natürlich wichtig, vorher noch nicht angeklebt, die Breite für die normale Stanzmaschine darf praktisch die, sagen wir es wieder, die 15 cm nicht übersteigen, also die 6 Inch. Deswegen habe ich das auch so einzeln geschnitten. Man könnte das ja im Ganzen an einem Stück zusammensetzen, aber damit ich das hier ausstanzen könnte, habe ich das verschieden einzeln gestaltet. So, das haben wir auch geklärt. Und jetzt nehmen wir uns eine Unterlage. Ja, schon mal eine abgestempelt. Dann wir doch so. Legen mal die Elemente drauf, so rum wie wir sie brauchen. Hier sind die Falzlinien auf der Seite, kurz damit du es siehst. Hier haben wir das kleine Stück für innen und hier haben wir noch das große Element. Genau. Und dann legen wir auch schon los. Ich habe natürlich noch wie gerne und wie oft die Blending-Pinsel verwendet. Farben nehme ich Abendblau, Glutrot für die Akzente und Celadon und eventuell ein bisschen Lohengrün. Damit fange ich auch an. Ich komme hier gar nicht mehr vom Arbeitstisch, glaubst du es? Mache das heute mal wirklich so ein bisschen ganz sanft. Keine großen Flecken. Einfach minimal kolorieren, dass so ein Farbschimmer bekommt. Und man sieht, es gehört zusammen, aber es ist nicht großflächig intensiv koloriert. Aber ein bisschen mehr will ich schon haben. Also mal so vom Rand nach oben. Minimal Koloration. Ja, und das mache ich hier mit dem Element auch. Dann noch ein bisschen mehr. Das geht so bis zur Hälfte etwa, also natürlich nie ganz genau die Hälfte und auch ein bisschen träger kann das angelegt. Ja, hier haben wir doch mal wieder einen Farbsklecks gesehen. Du kriegst es, siehst es, ich fange vom Rand an, von außen und gehe dann aufs Blatt und je nachdem wie viel Druck ich setze, wird es intensiver oder weniger. So, das haben wir komplett. Dann setzen wir hier nicht Lodengrün, das haben wir uns selber ausgetrickst. Abendblau oben drauf. Mache ich das gleiche von oben angefangen. Oben kann es ja immer ein bisschen dunkler werden. Am Himmel, der Horizont hinten ist dann der heller. In der Mitte. Oben sind Wolken. Wolken oben drauf setzen, aber dann ist auch schon sehr gut. Hier unten zieht noch so ein bisschen durch. Ja, viel mehr braucht nicht. Das mache ich jetzt bei den restlichen auch und da muss auch nicht viel, auch nur immer so minimal schauen, dass ihr keine Kanten auf dem Arbeitstisch habt, denn die wischt ihr euch bei sowas immer gleich aufs Blatt. So, und da wir ja hier drin eine Fläche zum Beschriften brauchen, reicht das auch, wenn ihr ein kleines Bild gestaltet. So, das haben wir. Jetzt nehme ich mal, arbeite doch wieder heute mit Memento und nicht mit Anthrazitgrau und stempel, welches Element möchte ich überall haben. Genau, das sind die Möwen. Den stempel ich mir jetzt schon mal überall drauf. Liegen hier oben im Schwarm davon. Auf mein kleines Element setze ich sie auch durch. Und hier außen kommen sie auch. Und hier lasse ich heute mal die Berge weg. Dafür setze ich die Gestaltung von unten ein kleines Stück weiter hoch. So, Möwen sind durch. Was hätten wir noch? Das ist die Graskante. Da variiere ich heute mal ein bisschen und gehe auf das Lodengrün, weil da wird es nicht ganz so dunkel, aber trotzdem gut vorhanden. Wo es ganz klar ist, wo es drauf kommt, ist hier unten so ein bisschen so. Das finde ich gut, damit ist die Seite nämlich schon fast fertig.
Und hier setzen wir es auch unten in die Ecke. Passt und sieht auch ganz gut aus und werde ich auch gar nicht groß kolorieren. Und wenn wir einmal dabei sind, setzen wir hier in die Mitte schon den Spruch am Horizont wachsen. Wachsen ist auch schön, hatte ich glaube ich letztens schon mal, oder? Ja, falsche Farbe, falsches Papier. Jetzt haben wir es uns, wollte ich abstempeln und habe es nicht gesehen. Und da machen wir jetzt mal einen Plan B. Muss ja nicht immer alles so ganz wie Plan A sein. Das setzen wir jetzt so. Jetzt haben wir hier mal eine Wüstegestaltung, weil ich das einfach, ich habe mich verstempelt. Jetzt werden wir innen draufkleben oder auch nicht. Du weißt, wie es eigentlich sein sollte. Super, so läuft es auf meinem Arbeitsplatz. Eigentlich war der Plan so schön Chili. Jetzt haben wir es so, ist also eine Variation und entweder klebe ich das nachher rein oder tausche ich später nochmal aus und gestalte die Rückseite. Passiert gern, wenn auf dem Arbeitstisch wie heute so wahnsinnig viel rumliegt. Okay, wir kriegen das trotzdem hin. Wir arbeiten jetzt weiter mit den Bäumen. Ich mache hier kurz meinen Block putzen. Und mir dann die Bäume raus. Sind auch schon gut gebraucht. Auch die Bäume nehme ich wieder in Memento. Und ich überlege mir mal ganz kurz von der Position. Ich werde jetzt hier auch nicht oben wie hier das Loch einstanzen, sondern das lassen. Das Schild höher setzen. Das heißt, vielleicht in die Höhe. Das finde ich schön, genau. Und dann haben wir hier hinten einfach Platz für ein paar Bäume. Auch hier ein Fehler. Siehst du gerade, das ist heute mein drittes Video, glaubst du es? Das geht auch noch, lassen wir auch so, aber ich will ja auf dieses. Ich will ja das gestalten, bis sie es auch immer merkt. Jo, da ist gerade die Frage, drehen wir das Video neu oder machen wir einfach weiter? Wir machen einfach weiter. Weißt ja, wo gestempelt wird, fallen Späne. So. Ich werde einfach mal ein bisschen stempeln und später mich dann wieder zu Wort melden. So. Das haben wir so mit. Und dann arbeiten wir hier vorne nochmal mit der Kante. Das haben wir auch. Das machen wir besser mal zu. Und dann versuchen wir mal unser Schild hier aufzubauen. Das haben wir so. Das setzen wir oben drauf. Und irgendwo hatte ich den Streifen für die Halterung, aber da der gerade weg ist, schneiden wir uns das einfach neu. Ich nehme ein Stück Farbkarton, schneide mir so 8 mm breit, Stück zurecht, runde das oben etwas ab und das wird die Halterung hier für mein Schild. Und dann bauen wir uns das einfach der Reihe nach auf. Das Schild unten klebe ich Tatsache einfach mit doppelseitigem Abreißklebeband auf. Den Stock setze ich hier in die Mitte rein. Den Rest schneiden wir. Und dann kommt das Schild so rum drauf. Und diese Elemente, da machen wir Klebepunkte drauf. Abstandsklebepunkte, genauso wie auf das Schild. Hier hin.
Gucken wir, dass wir es schön mittig hinkriegen. Schauen wir mal, ob wir einen schwarzen Stift haben. Haben wir. Dann male ich hier oben so eine kleine Korrektur und das mache ich auch unten gar nicht so komplett, sondern einfach gezielt. So, und dann passt das. Dann haben wir den Streifen. Genieß deinen Tag. Das habe ich abgeschnitten. Suche ich ein schmales Stück von den, kann man ja hier wunderbar vom Rand abschneiden, von den Abstandsklebepunkten und setze das drauf. Und setze es hier unten drauf. Und das andere Element, dann nehme ich wieder die kompletten, aber die kleinen. Und beim E kriegen wir noch einen ganzen hin. Und hier drüben kommt ein kleiner halber hin. Drüben irgendwo war noch einer. Hier ist einer. Den setzen wir dort hin. So. Jetzt könntest du mich dann in 2 Minuten daran erinnern, dass ich das Band nicht vergesse. Das klappt. Spann dich. Passt. Soweit haben wir das schon mal. Ein bisschen Farbe können wir noch aufbringen. Machen wir auch. Weil wenn wir keine Farbe aufbringen, haben wir ja eben gehört, dann könnte man hier innen das schon so lassen. Aber sobald wir mit Stampin' Blends kolorieren, dann muss man natürlich Farbe, damit das ein Gegenblatt aufbringen, damit das gut abgedeckt ist. Das könnten wir dann. Ja, ich mache das. Ich möchte da noch ein bisschen Blutrot haben. Hier einfach in die Blüten rein. Gibt es so Gräser, wo man das einfach so schön schraffieren kann. Fertig ist das und schon kommt die Farbe wieder drin vor. Hinten und vorne. Und dann das. Damit siehst du, ist auf der Rückseite, siehst du den Schatten, wo es durchkommt. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Lodengrün dazu setze, mache ich auch noch, nur minimal, aber vorhanden. Dann haben wir intensivere Farben. Das ist nicht mehr ganz blass. Ja, und dann müssen wir es eben innen abdecken. Jetzt wird geklebt. Und damit ich das jetzt nicht vergesse, muss ich auch hier in die Mitte einmal doppelseitiges Abreißklebeband. Dann nehme ich dieses tolle rote Band und schneide mir 2 Stücken zurecht. Soll nicht lang sein, aber so, dass ich eine Schleife binden kann. Und setze das hier an. Und das andere hier drüben. Gleiche Höhe, geht so rum am besten. So, jetzt was kleben wir noch? Nächste Element, und zwar nehmen wir jetzt hier dieses. Das ist unten. Okay, so rum. Das als oben. Müssen wir da schön gerade reinsetzen. Doppelseitiges Abreißklebeband. Da wieder wunderbar. 2 Streifen. Und dann sitzt das super. Abziehen. Und das Ganze gerade hier drauf schieben. Oben sitzt es. Jetzt müssen wir wieder gucken, damit wir es gerade kriegen. Wir sehen es nicht so richtig, aber wir schaffen es. So, jetzt haben wir es. Dann sieht das hinten so aus und so wollen wir das auch haben. So rum. Und hier kommt wieder unser Pudding rein. Holen wir uns mal diesen raus. Legen wir schon mal hier rein. Und dann passt der super. Dieses Element kommt auf diese Seite deckungsgleich rangeklebt. Da kommen später die Grüße drauf. Nummer 1. Und das andere am Horizont kommt hier drüben hin und
Kleben wir es fest oder nicht? Ich finde, wir kleben es fest, weil ich finde es echt witzig, weil der Horizont ist ja eigentlich was ganz klar ist, wo das langläuft. Und dann haben wir es hier so völlig verhauen mit der Richtung. Wir kleben das. Schöner Widerspruch. Sehr kreativ gewollt. So, passt das Ganze? Es passt. So, schön andrücken. Drauf. Zukleben. Binden. Nicht kleben in dem Fall. Binden. Jo, wunderbar. Unterlage weg. Alles, was sonst so hier rumliegt, beiseite räumen. Und dann gib mal dein Urteil ab. Welche Verpackung findest du am besten? Also ich sage nochmal, wenn es schnell gehen soll, würde ich Designerpapier nehmen und Farbkarton und das so kombinieren wie hier. Wenn ich Zeit habe und es soll was Besonderes sein, dann, wie gesagt, würde ich da auch mal eine Runde stempeln. Ja, das war meine Idee, die zweite Idee aus meiner Reihe, ein Stempelset 5 Ideen. Und ich gebe es zu, ich bin auch schon ehrlich gespannt, was da jetzt noch für Ideen kommen. Ich hoffe, mir fällt noch was ein, aber bin da guten Mutes. Jo, das war meine Anleitung. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Ich freue mich, dich zu sehen in einem meiner nächsten Videos. Deine Angela von der Stempelfamilie.